So geht YouTube. So geht Storytelling. Ohne Netz und Fallschirm. Direkt in die Story reinspringen. Und das Einzige, was mich ein wenig bremst, ist dieser Regenschirm. Challenge accepted! War das schon gutes Storytelling auf YouTube? Oder war mein alter Ego nur etwas hyperaktiv? Offen gestanden, mir geht sowas total auf den Zeiger. Aber das ist Storytelling auf YouTube. Schnell rein in das Thema, keinen Kontext bieten, einfach nur sagen, worum es geht. Nix Einleitung, Hauptteil, Schluss. Direkt aus dem Flugzeug springen und ab geht's. Aber das ist nicht der einzige Unterschied zwischen dem Storytelling auf YouTube und dem, was wir im Fernsehen machen. Und was ich in Zukunft für mich persönlich bevorzugen werde, das erkläre ich euch am Schluss. War die Einleitung schon hart und schmerzhaft für mich, so kommt es gleich noch viel härter. Aber erst einmal meine Kritik. Diese Art von Einleitung macht jeder. Und YouTube ist ein Konkurrenzsystem. Hier geht es zu wie auf dem Wochenmarkt. Und wir werden damit zu einem Marktschreier unter Marktschreiern. Immer lauter, immer übertriebener. Aus Superlativen werden Hyperlative. Und wenn du damit arbeitest, dann kann dein Inhalt nicht mehr das erfüllen, was deine Einleitung deinen Zuschauern versprochen hat. Eine kurze, klare, knackige Einleitung auf YouTube ist mit Sicherheit ein Vorteil, aber nicht so marktschreierisch, wie das mein hyperaktives alter Ego gemacht hat. Hab den Mut. Tritt mal auf die Bremse wie dieser Hund. Gib deinen Zuschauern die Zeit, das Gesagte zu verarbeiten. Hinterlasse sie nicht atemlos mit einem Hirnkollaps. Hier auf YouTube vergiss Einleitung, Hauptteil, Schluss. Im Fernsehen lassen wir uns Zeit. Wir lassen jemanden ins Flugzeug einsteigen, das Flugzeug starten und dann stellen wir die Frage, stürzt es ab, kommt es an? Auf YouTube geht das nicht. Du baust keinen Spannungsbogen auf, sondern du arbeitest fraktal. Was bedeutet das? Alle 2 bis 3 Minuten machst du einen Loop. Das heißt, dass du alle 2-3 Minuten sagst, was du als nächstes behandelst. Und das am besten schon, bevor du den alten Punkt abgeschlossen hast. Die Technik dahinter: stelle eine kurze Frage oder deute an, was als nächstes kommt. Diese Loops mögen nervig sein, aber die visuelle Dynamik, die geht mir richtig auf den Senkel. Warum? Das erkläre ich euch nach meiner Kritik. Wir über 50-Jährigen sind mit dem linearen Fernsehen aufgewachsen. Wir kennen noch Einleitung, Hauptteil und Schluss. Wir mögen es einfach, eine zusammenhängende Geschichte zu erfahren. Aber auf YouTube werden selten zusammenhängende Geschichten erzählt. Meistens sind es kurze Clips, kurze Videos. Das ist auf der einen Seite der Reiz an YouTube, auf der anderen Seite macht es uns aber das Filmen wahnsinnig schwer. Diese kleinen Loops aber bedeuten, wir müssen sehr intensiv an unseren Skripten arbeiten. Und das sprengt oft unsere Zeit. Genauso wie die visuelle Dynamik. Denn hier heißt es, alle 3 bis 5 Sekunden muss sich etwas auf der Bildebene ändern. Das heißt entweder Zwischenschnittbilder, B-Roll, und das ist wahnsinnig aufwendig. Erstens im Schnitt, zweitens, wir müssen die Bilder überhaupt erstmal produzieren oder irgendwo haben. Im Vergleich dazu, im Fernsehen ist ein Schnittrhythmus von 5 Sekunden ein verdammt schneller Schnitt. Das nennt man Pacing. Keine Atempause, Schnitte werden gemacht. Kurze Pause zum Runterkommen, denn jetzt geht's ab. Anschnallen in 3, 2, 1. Was mir aber noch mehr auf den Senkel geht und uns Hobby-YouTuber das Genick brechen kann, sind die Pattern-Interrupts. Also zum Beispiel, ich hole mein alter Ego raus und ey Leute, ich wechsle total den Ton, weil das ist hier total uncool. Ihr müsst Gas geben, ihr müsst Gas geben, ihr müsst Gas geben. Wir hauen jetzt mal einen raus. So ungefähr geht das. Ihr ändert komplett das Muster in Sprache, ihr ändert die Bildebene, ihr macht Jokes, ihr macht Witze. Ich bin ein Deutscher, ich kann keine Witze. Und deshalb werden wir nie mit den großen amerikanischen Kanälen mithalten können. Das wäre ein Interrupt-Pattern. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Oh my God. Am besten alle 60 bis 90 Sekunden. Alle 13 Sekunden trifft ein guter YouTuber auf einen Abonnenten. Aber schlimmer noch, ihr müsst eure Zuschauer alle 2 Minuten bestechen. Warum? Das zeige ich euch, nachdem ich euch meine Meinung als TV-Autor zu den Interrupt-Patterns gesagt habe. Meine Generation, die noch das ruhige Fernsehen kennt, ist von so viel Gewackel und Geschaukel relativ schnell seekrank. Dennoch, Abwechslung auf der Bildebene und die Brüche machen auch einen Film spannend. Sie sind quasi ein Reboot für das Gehirn. 1,5 Stunden nur Tragödie, das hält keiner aus. Irgendwo muss ein witziger Moment mal drinnen sein. Gebt euren Zuschauern vielleicht 2,5 oder 3 Minuten Zeit. Und dieser Schnitt gibt euch Zeit zum Durchatmen. Weiter geht's in 3, 2, 1. Und wenn wir schon in 2,5 Minuten sind, alle 2,5 Minuten solltest du deine Zuschauer mit guten Infos oder etwas Lustigem bestechen. Vor allen Dingen die Infos sind es, die dafür sorgen, dass die Zuschauer dranbleiben. Sie wollen unterhalten werden auf der einen Seite, logisch. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch das Gefühl haben, wenn ich jetzt wegklicke, dann habe ich trotzdem schon was gelernt. Paradoxerweise bleiben die Zuschauer aber dann dran. Und tatsächlich, bei mir funktioniert das. Und bevor ich euch zeige, dass Call to Action totaler Quatsch ist, erkläre ich euch, warum mir dieses Muster bekannt vorkommt. Wir im Fernsehen nennen das Wissensinseln. Bei jeder Reportage hast du schöne Bilder, du hast aber auch immer wieder Hintergrundinformationen. Und die müssen in einen gewissen Abstand kommen. Der Zuschauer hat dann das Gefühl, ich habe nicht nur die Zeit vergeudet, ich habe auch etwas gelernt.
Das bedeutet aber beim Skripten, wir müssen darauf achten, dass wir regelmäßig unseren Zuschauern wertvolle Informationen geben. Chow Chows gehören auf YouTube zu den beliebten Hunderassen, da sie durch ihr einzigartiges und stolzes Aussehen in Videos und Dokumentationen wie dem auf YouTube oft gezeigt werden. Und zu den nicht wertvollen Informationen gehört zum Beispiel, was denkt ihr dazu, was haltet ihr von den Themen? Das Call to Action ist etwas, das den Zuschauer faktisch einfach rausreißt. Wenn der Zuschauer euer Video mag, dann wird er es automatisch liken. Und wenn er euren Kanal hilfreich findet, dann wird er sowieso wiederkommen und dazu den Kanal abonnieren. Kurzum, der beste Call to Action sind kontroverse oder spannende Videos, die eure Zuschauer kommentieren wollen und die sie zurück zu eurem Kanal führen. Und wie habe ich mich als Fernsehautor auf diesem ungewohnten Terrain gemacht? Ich muss sagen, ich fand es auf der einen Seite wahnsinnig spannend, aber auch richtig schwierig, weil ich ja einfach gegen meine Gewohnheit arbeiten muss. Aber werde ich alle diese Tipps in Zukunft für meine Videos berücksichtigen? Keine Sorge. Ich habe Modern Talking überlebt, gleich 2-mal, und deshalb lasse ich mich nicht von irgendwelchen YouTube-Algorithmen oder irgendwelchen ungeduldigen Teens durch meine Videos scheuchen. Dennoch, den einen oder anderen Tipp fand ich persönlich ganz hilfreich und das würde ich euch auch ans Herzen legen. Schaut, was ihr für euch davon umsetzen könnt und den Rest vergesst. Wenn wir alle immer die gleichen Videos machen, dann wird YouTube doch langweilig. In diesem Sinne, gehabt dich wohl und sei vor allem kreativ.